bin ich. Ich bin im Radio. Im Sender laufen die Telefone heiß. Sobald der Song läuft, will jeder wissen, wie das Album heißt und warum er den Clip nicht im Internet findet. Fragen Sie auch, wer dafür bezahlt hat, dass der Song überhaupt läuft. Ihr habt doch nur Angst, dass alle mit mir ins Bett wollen. Ja, natürlich fragen wir uns, was so ein reifer Mann von so einem jungen Mädchen wie dir möchte. Und ich soll Ihnen diese Informationen verschaffen. Ich weiß, dass Sie meine Tochter manipulieren. Frau Wolf, Sie müssen mir glauben, ich habe in keiner Weise vor... Dann versprechen Sie mir, dass Sie sich ab jetzt von meinem Kind fernhalten. Wenn man Kinder hat, will man alles richtig machen. Immer für sie da sein, Verständnis zeigen, zuhören und bei Problemen eine Lösung finden. Man möchte, dass sie Vertrauen zu einem fassen. Leider kann man das nicht erzwingen. Und meistens weiß man noch nicht einmal, was man überhaupt falsch gemacht hat. Und ab einem gewissen Alter ist auch die Pubertät keine Ausrede mehr. Lass sie. Du kannst jetzt damit nichts Gutes tun. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich immer weiter von uns entfernt. Entweder ist sie in der Firma oder bei Rebecca auf dem Schloss. Und ich frage mich, warum ein Adelstitel und ein großes Haus sie dermaßen begeistern. So haben wir unsere Kinder gar nicht erzogen. Fest steht, dass man seine Kinder in jedem Fall liebt. Egal, ob es die leibliche Familie ist oder nicht. Aber kann man sie trotzdem immer verstehen? Also ich weiß nicht, von wem sie das haben. Sag jetzt nichts. Nichts auf dieser Welt bleibt ohne Konsequenz. Und wie wird das weitergehen, wenn ich mich auf deine Methoden einlasse? Kaufst du mir dann auch bald meine eigene Bühnenshow? Du wärst nicht die erste Künstlerin, die auf diese Weise berühmt geworden ist. Ich fürchte, I Will Be There ist jetzt schon der totale Ohrwurm. Cooler Song. Das war schon auch. Ich hab's dir gleich gesagt. Aber gut, dann feiern wir heute einfach einen Song, der nur einen winzig kleinen Fehler hat. Er wurde nicht erst von 50 Plattenbossen abgelehnt, er wurde gleich zum Hit. Staust du mir Löcher in den Rücken? Nein, wieso? Das klingt jetzt total bekloppt. Aber als Christian mir gesagt hat, dass Dionysos nicht aus seiner Box kommt, Dann bist du also nur wegen Dionysos zurückgekommen. warum denn sonst? Ja, da fällt mir jetzt auch nichts anderes ein. Außerdem hattest du recht. Wir haben so hart für das Derby trainiert und du hast Theresa nur wegen mir geholt. Das ist das Mindeste, dass ich sie beim Training unterstütze. Das ist eine sehr professionelle Einstellung. Genau. Wir müssen das Derby gewinnen. Und zwar als Team. Als Team seid ihr beide bestimmt hervorragend. Ich die Sache so sehe. Bist du deshalb hier geblieben und hast dir diese tollen Chancen in diesem tollen Gestüt in Brandenburg entgehen lassen? Klar. Warum denn sonst? Also ich meine, wenn du dort auf dem Gestüt bessere Chancen hast als bei mir, ich meine natürlich professioneller Natur, dann... Willst du nicht, dass ich bleibe? Doch. Also, klar. Also nein, natürlich bin ich froh, dass du geblieben bist. Na also, wir drei machen es uns hier so richtig gemütlich. Und morgen früh erwarte ich dich pünktlich zum Training. Natürlich. Dionysos kann es bestimmt kaum erwarten, dich wiederzusehen. Okay, ciao. Das war Olli. Ob du es glaubst oder nicht, aber es gibt im Internet bereits ein Fanforum für dich. Nein, das ist nicht dein Ernst.
Er hat den Song im Radio gehört und er wollte wissen, wie dein Album heißt. Und dabei ist er auf das Forum gestoßen. Ja, und was schreiben die Fans so? Dass mein Manager ein eingebildeter Gockel ist? Sie wollen vor allem wissen, ob es schon mehr von dir auf dem Markt gibt. Naja, vielleicht sollten wir uns da eher mal darauf konzentrieren, dass es die CD mit I Will Be There zu kaufen gibt. Willst du nicht endlich mal den Brenner anwerfen? Wenn du mit Fingerfarbe das Cover malst. Also, bist du im Boot oder nicht? Ist sie also doch nicht gefahren? Ich hatte es nur gehofft. Mann, was machst du denn hier? Pferdezaun reparieren ist doch eine Kunst für sich. Da könnte ich ewig zusehen. Ich habe nur über ein Problem nachgedacht. Den Rennstall betreffend. Und ich weiß auch schon genau, wie das Problem aussieht. Ist das Ding mit euch also immer noch nicht gegessen, ja? Da gibt es kein Ding. Verdammt, bis gestern wusste ich nicht mal, dass überhaupt irgendwas ist. Aber du hast es vermutet. Und wenn schon. Jetzt weiß ich's und muss irgendwie damit umgehen. Warum hast du nicht einfach deine Klappe gehalten? Ich dachte, dass sie wegfährt und ihr euch eh nicht wiederseht. Von wegen. Ach so, ja, du sagst ihr nicht, dass du das von mir weißt, okay? Ist sowieso das Beste, wenn ich es ganz schnell wieder vergesse. Schön, dass du bleibst. Ich freue mich. Obwohl ich nicht so ganz verstehe, warum du dir diese Chance in Brandenburg durch die Lappen gehen lässt. Marlene hatte überzeugende Argumente. Es ist wie früher. Wo ist eigentlich Kim? Will sie nicht mit frühstücken? Na, der geht's heute nicht so gut. Sie ist auf ihrem Zimmer. Nicht mal zur Arbeit wollte sie. Ja, soll ich irgendwas bringen? Nee, das habe ich auch schon versucht. Sie hat irgendwie überhaupt keinen Appetit. Was ist denn mit ihr? Sie hat einfach nur einen schlechten Tag. Hört ihr? Wisst ihr, wer das ist? Oh, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bist du das? Tja, dann hat das irgendwie arrangiert. Es läuft doch alles nach Plan. Anfang des Monats ist die erste Holzlieferung bei Yakamoto in Japan und wir bekommen die erste Rate überwiesen. Dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Die kleinste Lieferverzögerung kann uns das Genick brechen. Das bisschen Holz nach Japan zu verfrachten, ist wirklich keine Herausforderung. Guten Morgen zusammen. Wie ich sehe, werden hier wichtige Probleme gewälzt. Kann ich dir irgendwie helfen, Ansgar? Ich denke, ich werde bald dir helfen, lieber Ludwig. Die kleinste Lieferverzögerung und euch steht das Wasser bis zum Hals. Aber vielleicht tröstet euch ja der Gedanke, dass ich eine durchaus kreditwillige Bank mein eigen nenne. Selbst wenn wir Geld bräuchten, das ist so ziemlich die letzte Bank, der wir unsere Zinsen in den Rachen schmeißen würden. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst. Wir hätten Probleme. Ihr rodet den gesamten Wald vor unserer Haustür. Das ist gelinde gesagt Wahnsinn. Wir fällen Holz und verkaufen es. Und das ist kein Wahnsinn, sondern ein ganz normaler Vorgang, wenn man in der Holzindustrie tätig ist. Ihr wollt mir also einreden, dass Ludwig ganz freiwillig den gesamten Forst verkauft hat? Ach, komm schon. Ihr müsst schon ziemlich klamm sein. Andererseits anscheinend noch nicht klamm genug. Und sonst hättest du doch garantiert durchgesetzt, dass der Reitstall verkauft wird, nicht wahr? Ich halte ihn für überflüssig, richtig. Aber ich entscheide ja nicht alleine. So ist es. Unsere Geschäfte laufen ohne deine Beteiligung hervorragend, Ansgar. Sollten wir irgendwelche Fragen haben, wende ich mich an dich und jetzt bitte. Natürlich. Besiegelt mal schön euren Untergang. Mir soll's recht sein. Ach, viel Glück noch bei eurem Holzgeschäft. Die ganze Aktion ist derartig verzweifelt, dass sie für sich spricht. Es ist alles eine Frage des richtigen Timings. Ein Schnellschuss könnte jetzt alles kaputt machen. Aber ich darf natürlich auch nicht so lange warten, bis die Fans mich schon wieder vergessen haben.
Soll ich zuerst mit einer Maxi-CD auf den Markt gehen oder warten, bis ich genug Songs für ein ganzes Album zusammen habe? Mann, Hagen, du Blindschleiche. Hätte sie denn hier ewig in der zweiten Reihe versauern sollen? Was hatte sie denn für eine Wahl? Aber das mit Theresa, das war doch ihre Idee. Es geht doch nicht um Theresa. Es geht um Dana. Sie ist in dich verknallt, verdammt. Und das schon seit Ewigkeiten. Hagen, hallo, hörst du mir überhaupt zu? Was? Na, ich erkläre dir gerade, wie ich als Sängerin durchstarten möchte. Interessiert dich das überhaupt nicht? Du weißt doch, dass ich nicht so viel Ahnung von Musik habe. Außerdem habe ich im Gestüt so viel um die Ohren, mir schwirrt wirklich der Kopf. Aber warum denn? Dana bleibt, das entlastet dich doch. Entschuldige, wartest du schon lange? Lange genug. Normalerweise bin ich doch die Unpünktliche von uns beiden. Gute Sache, das mit dem Song im Radio. Respekt. Ich bin ja nicht umsonst Ihr Manager. Ich lasse euch mal besser alleine. Ich habe ein wenig nachgedacht. Ich vermute mal, du hältst nicht viel davon, deinen Song mit etwas Gewalt und einigem finanziellen Aufwand ins Fernsehen zu bringen. Ich dachte eigentlich eher an eine CD als nächsten Schritt. Und deswegen werde ich versuchen, mich mit einem Produzenten zu treffen. Echt? Ja, mit wem? Sag schon. Ich will dir keine falschen Hoffnungen machen, aber sobald ich Näheres weiß, bist du die Erste, die es erfährt. Einverstanden? Okay. Die Löwenmutter. Na, wie geht's dem Baby? Sie sind nicht ernsthaft hier, um mich nach Kim zu fragen. Ich habe mich nur gewundert. Sie ist nicht an ihrem Platz. Darum dachte ich, sie ist vielleicht krank. Ich hatte Sie doch gebeten, sich von meiner Tochter fernzuhalten, Herr von Landstein. Tja, da haben wir ein Problem. Ich tue nämlich nicht immer das, was man mir sagt. Ich habe auch ein sehr großes Problem. Ich reagiere nämlich manchmal über, wenn es um meine Tochter geht. Da ich gerade eine ausgesprochen artige Phase habe, wird es wohl eine Weile dauern, bis ich das rausfinde. Kim wollte gestern mit mir essen gehen. Ich habe sie weggeschickt. Zufrieden? Ach, übrigens, ich bin gern mit ihrer Tochter zusammen, weil sie ein außergewöhnliches Mädchen ist. Weiß der Himmel, was sie sich sonst noch einbilden. Nochmal, sie könnte meine Tochter sein. Keine Konsequenzen, okay. Frau Wolf, alles in Ordnung? Ja. Nicht so laut. Tut mir leid, aber ich habe beide Hände voll. Vielleicht machst du die Musik noch ein bisschen lauter. Ich höre so schlecht. Hast du mir die Zeitung mitgebracht? Oh, habe ich leider vergessen. Tut mir leid. Tja, da, da, da. Ich hätte übrigens was viel Besseres für dich. Bewegung. Wir kochen zusammen. Was machen wir? Wir kochen. Das heißt, kochen kann man das ja nicht gerade nennen. Ich dachte nämlich eher an Sushi. Was? Aber du kannst Sushi überhaupt nicht ausstehen. Du aber dafür. Ich habe aber gerade mit Japanern zu tun, auch wenn auf etwas sehr unerfreuliche Weise. Mit diesem Yakamoto, hm? Richtig. Ich vergesse immer, dass du schon mit beiden Beinen im Berufsleben stehst. So, lass uns herausfinden, was das Besondere an diesen Japanern ist. Selbst gemacht soll das Zeug ja gar nicht so schlecht schmecken. Wie rum liest man das? Oh, du bist verrückt. Nö, eigentlich nicht. Aber auf deine Hilfe angewiesen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man diesen ganzen Mist hier jetzt zubereitet. Jetzt, wo klar ist, dass ich hier bleibe, müssen wir die Arbeit neu organisieren. Du kümmerst dich vor allem um Dionysos. Die Vorbereitung auf das Rennen hat höchste Priorität. Klar. Deswegen bist du ja auch hier geblieben. Wegen Dionysos. Und ich bekomme meinen eigenen Sattelknecht. Davon habe ich immer geträumt. Dann träum schön weiter. Leute, es gibt was zu feiern. Tristan hat gerade angerufen. Er trifft sich mit Viktor Haska. Muss ich den kennen? Nein, ist ja kein Pferd. Der Musikproduzent? Marlene, verdammt nochmal, das ist ja... Ja, vielleicht macht er ein paar Aufnahmen. Ich meine, ist das nicht großartig? Glückwunsch, Süße. Ich wusste, du schaffst das. Danke. Ja, das wird bestimmt spaßig, wenn ihr zu dritt einen drauf macht. Wollen Sie vielleicht auch mitkommen, Frau Erzberger? Nein, nein. Ich will die traute Runde ja nicht stören. Also ich
würde gerne mitkommen, aber ich habe hier noch so viel zu tun. Ich Aber fürchte, wir müssen später auf die ganze Sache anstoßen. Tristan wartet auf uns und das Gespräch mit Victor ist auch bestimmt schon zu Ende. Ja. Ich habe auch noch was zu erledigen. Leute, kommt schon bitte. Es geht immerhin um mich. Hallo Tristan. Na, dürfen wir? Sicher. Victor ist schon wieder weg. Ja, und gibt's was zu feiern? Klar, dafür sind wir doch hergekommen. Dann Champagner bitte. Gerne. Für mich einen O-Saft. Ich muss noch arbeiten. Für mich auch, bitte. Gut, dann pressen Sie den beiden Spaßbremsen eben ein paar Orangen aus. Okay. Und wann gibt's Marlenes CD zu kaufen? Sagen wir mal so, mein Gespräch mit Victor war durchaus erfolgreich. Warum denke ich dann jetzt genau das Gegenteil? Wart doch erst mal ab. Victor will seine Geschäftsfelder erweitern und er plant eine große Inszenierung. Eine Bühnenshow. Und er kann sich vorstellen, dass du die Hauptrolle übernimmst. Das klingt doch ganz gut. Und davor macht er mit mir ein Album mit eigenen Songs. Naja, die Musik ist eigentlich schon fertig. Ja, wie sind die Nummern so? Hast du schon was gehört? Er plant etwas ganz Spezielles mit dir. Was Spezielles? Das klingt doch super. Ich wusste schon immer, dass du was ganz Besonderes wirst. Danke. Ja, und es wäre wirklich ein super Einstieg für dich. Ja, komm, jetzt sag schon. Was für ein Album will er mit mir machen? Hast du schon mal was von The Lost Love of Lily Rose gehört? Ein Musical? Ich finde das voll daneben. Mama kann mir doch nicht ständig Vorschriften machen. Ganz so schlimm ist sie nun auch nicht. Viel mehr daneben finde ich, dass das hier immer alles festklebt. Soll das so sein? Ach, Papa, das ist doch ganz einfach. Hm? Ja, das sagst du so. Wieso kriegst du die Sachen eigentlich immer gleich hin? Ja, das sagst du vielleicht. Mama jedenfalls traut mir überhaupt nichts zu. Sieh's doch mal so. Du hast dich in letzter Zeit auch ziemlich verändert. Findest du? Ja. Du bist richtig erwachsen geworden. Ja. Und warum behandelt sie mich dann immer noch wie ein Baby? Weil sie sich Sorgen macht, weil sie dich lieb hat. Und du? Ich hasse dich. Jeder Mensch ist verschieden. Jeder Mensch reagiert auf seine Art und Weise. Und manche Menschen lernen bestimmte Sachen eben nur sehr langsam. Das muss sofort geschrieben werden und soll heute noch raus. Schaffen Sie das? Selbstverständlich. Obwohl ich ja heute allein bin. Meiner Tochter geht's wirklich nicht so gut, aber morgen ist sie wieder... Ja. Jessica, haben Sie nichts zu tun? Hm? Warum bist denn du so nervös? Was wollte Ansgar vorhin wirklich? Sich aufspielen wie immer. Ach, wahrscheinlich wollte er irgendwas erfahren, dass ihm der Yakamoto-Deal nicht passt, liegt ja wohl klar auf der Hand. Und dieses dumme Angebot? Keine Angeberei, da hat Sebastian recht. Nein, Ansgar hat irgendwas vor. Und das bedeutet bei ihm nie was Gutes. Frau Wolf. Fertig. Wenn man dir einen Vertrag als Dressurreiterin anbietet, dann lehnst du doch auch ab, oder? Obwohl es etwas mit Pferden zu tun hat. Dieser Haskamp produziert so tolle Songwriter. Wieso gibt er mir keine Chance? Er hat eine eigene Bühnenshow für dich am Start. Er plant eine riesige Inszenierung in vielen verschiedenen Städten. Na toll, ich bekomme noch nicht mal einen eigenen Standort. Ich kann auch noch durch die Provinz tingeln. Wenn du in vielen Städten auftrittst, ist die Publicity viel größer. Hagen, ohne festes Haus bist du im Musical-Business ein kleines Licht. Hauptrolle hin oder her. Du wirst niemals ein kleines Licht sein. Entschuldigt mich bitte, ich muss noch ins Gestüt. Nimm's nicht so schwer. Ich bin richtig stolz auf dich. Sieh's doch mal so. Wenn du kein Musical-Star wärst, hätten wir uns nie kennengelernt. Marlene, diese Rolle wurde dir auf den Leib geschrieben. Das ist besser als alles, was dir jemals angeboten worden ist. Damit Kinder von ihren Vätern nicht abgelehnt werden, sehen alle Säuglinge in den ersten Lebenswochen ihrem Erzeuger ähnlich. Das hat die Evolution so vorgesehen. Heute brauchen wir das nicht mehr, denn wir sind Menschen. Wir können lieben, auch wenn die Natur es nicht vorherbestimmt hat. Wir können unsere Meinung ändern, Leidenschaften entwickeln und uns immer wieder neu entscheiden.
Nichts auf der Welt ist unveränderbar. Am allerwenigsten unsere Gefühle. Alles ist immer im Wandel. Da bist du ja, mein Schatz. Setz dich zu uns, wir haben gekocht. Naja, gekocht. Wie was, die habt ihr gemacht? Die hat Kim gemacht. Wir wollten doch gestern Sushi zusammen essen gehen. Ja, dann können wir das heute nachholen. Kann ich mal eins probieren? Ja. Oh, da hat aber jemand großen Hunger. Die sind ja super. Klasse, kann ich noch mehr haben? Na, logisch. Dann bitte so ein Hunger. Wir entdecken nicht nur uns oft neu, sondern auch diejenigen, die wir lieben. Oft ist nur ein kleiner Schritt nötig, damit das Blatt sich wenden kann. Damit wir beginnen, andere Wege zu gehen und uns auf etwas Neues einlassen. Oder Pläne schmieden, die alles verändern und unsere Welt auf den Kopf stellen. Ach, bringen Sie doch bitte ein paar Scheite Holz, ja? Ist ein wenig frisch. Sehr wohl. Soll ich den Kamin dann auch noch anzünden? Nein, danke. Das Feuer mache ich schon selbst. Ach, und schließen Sie die Tür. In Gottes Namen. Ja? Für Sie. Es passt zusammen, was zusammengehört. Die Wahrheit bahnt sich immer ihren Weg. Nochmal wegen gestern. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Ich doch auch nicht, mein Schatz. Ich bin ja schließlich eure Tochter, ne? Wir glauben Dinge, weil wir sie glauben wollen. Oder weil wir es nicht besser wissen. Aber nichts bleibt ewig unter der Oberfläche. Und du bist mein Mädchen. Irgendwann kommt alles ans Licht. Wie Luftblasen, die langsam aber stetig an die Wasseroberfläche steigen. Wir wissen nur nicht, wann es soweit ist.